Herzlich willkommen. Heute im Test der Audi A6. Hier steht er. Es handelt sich um einen 5,0 TDI Quattro Tiptronic. Das bedeutet also, er hat Allradantrieb und Tiptronic bedeutet Automatik. Ein V6 ist es, der sehr leistungsstark ist, den wir euch heute vorstellen. Ihr habt schon gesehen, dass wir hier einen neuen Hintergrund haben. Das bedeutet, wir zeigen euch das Auto heute mal auf der Insel Rügen. Hier im Hintergrund seht ihr es jetzt. Wir sind diesmal in Binz und haben, wie gesagt, den A6 hier uns mal näher angeschaut auf der Strecke. Wir haben uns überlegt, damit die Videos vielleicht so ein bisschen dynamischer sind, verbinden wir den Autotest mit einem Ausflug und berichten vom Urlaubsort und vom Fahrzeug. In die Richtung geht es dann Richtung Prora. Das ist da, wo das alte KDF-Bad ist. Den Audi A6 gibt es als Limousine oder, so wie hier zu sehen, als Avant. Einstiegspreise liegen bei ungefähr 55.500 €. Der Audi Avant kostet 2.500 € mehr. Motorenprogramm beginnt bei dem 35 TDI, dann gibt es den 40 TDI und dann gibt es den 45 TDI. Der hat dann aber auch schon einen V6. Die anderen haben einen Vierzylindermotor. Auch hier in dem 5,0 TDI haben wir den V6. Der hat 286 PS und leistet 620 Newtonmeter. Das kann man eigentlich nur noch toppen, entweder durch den S6 TDI, der hat dann 700 Newtonmeter, oder alternativ mit dem Benziner RS6, der hätte dann einen V8 Motor mit 4 Litern und 620 PS mindestens. Da gibt es aber auch noch unterschiedliche Versionen. Da kann man auch noch mal die Geschwindigkeit freischalten lassen, damit man dann 280 fahren kann. Mit diesem normalen A6 kann man bis zu 250 fahren. Dieser hier fährt das auch. Da drüben auf der rechten Seite ist Sassnitz und der Kreidefelsen. Der ist quasi an der Spitze, da kann man so mit dem Schiff rumfahren oder auch über das Naturschutzgebiet da direkt hinfahren. Neben den Dieselmotoren gibt es natürlich auch Benziner. Das wäre der 45 TFSI. Das ist dann allerdings ein Vierzylinder und als normale Top-Motorisierung der 55 TFSI. Das ist quasi der stärkste normale A6 oder A6 Avant. Und hier kann man dann wunderbar die Strandpromenade langlaufen. Das ist ein echtes Erlebnis mit Blick aufs Meer. Und jetzt noch mal kurz zur Sonderausstattung. Unser Fahrzeug ist also mit dem S-Line-Paket zu erkennen an den heruntergezogenen Lippen und Lufteinlässen seitlich, sowie die etwas sportlicheren Heckansicht ausgestattet. Dazu kriegt man dann auch noch beleuchtete Einstiegsleisten. Auf dem S-Line steht, ein S-Line-Paket innen ist nicht verbaut. Hier im Hintergrund seht ihr im Übrigen auch Prora, das ehemalige KDF-Bad. Das sind hier ganz viele Gebäude, die aneinander gebaut sind. Und hier sind wir auch mit dem A6 hergefahren. Das ist ganz schön anzusehen. Wir haben im Übrigen da auch mal ein separates Video gemacht zu Prora. Da könnt ihr das komplett sehen. Im Innenraum finden wir auch noch das Dach, welches mit schwarzem Stoff ausgestattet ist. Weiterhin ist ein Panoramadach hier verbaut. Wir haben hier nochmal Winterfelgen und Reifen. Anhängerkupplung kann man auch noch ausschwenken. Und ihr seht es vielleicht, sowohl das Audi-Zeichen als auch die Linie Zierleisten. Und auch vorn am Grill, da ist alles schwarz gehalten. Also die Ringe sind hier dunkel schwarz lackiert. Das soll die sportliche Optik unterstreichen. Bei den Sitzen sind hier Sportsitze verbaut. Die sehen so aus mit Lederdynamika. Also das quasi außen Leder ist und Dynamika in der Mitte. Das sieht hier so halbwegs sportlich aus. Diverse Assistenzsysteme sind natürlich auch an Bord, so dass er die Geschwindigkeit hält, den Abstand hält, die Geschwindigkeit anpasst an Ortschaften oder Höchstgeschwindigkeiten. Das Kofferraumvolumen liegt bei 550 Litern, also wenn man nicht umgeklappt hat. Elektrische Heckklappe gehört ebenso dazu. Hier sehen wir die Empfangshallen, die noch nicht ganz fertig geworden sind.
Und hier links, wo dieser Wald ist, da sollte eine Festtagshalle für 10.000 Leute entstehen. Und jetzt hören wir mal rein, wie sich der V6 anhört. Die Haube öffnet man im Fußraum, Fahrerseite, Fahrersitz. Hier einmal ziehen. Dann hier einmal reingreifen, den Hebel nach links und dann kann man die Haube schon anheben. Dank zweier Dämpfer geht das ganz einfach. Und was hier noch auffällt, die Haube ist im Vergleich zu anderen Autos sehr leicht. Im Vergleich zu früher wird natürlich durch die Hochaufladung dieser Motoren schon sehr deutlich, dass da sehr viel Druck anliegt und auch viel Leistung dadurch erzeugt wird. Das ist relativ beeindruckend, insbesondere auf der Autobahn in Verbindung mit dem 8-Gang-Tiptronic-Getriebe. Hier sehen wir noch die Fundamente, die dann zu Auslegern führen sollten, die da rausgingen ins Meer oder rausgehen sollten. Die Brandungsmauer und im Hintergrund sehen wir dann den Fährhafen Sassnitz. Und jetzt wieder zurück zum Audi. Kurz zur Dämmung. Wir hören einfach mal rein. Hintertür. Vordertür. Ja, ich darf glaube ich nicht ganz so schnell. Ja, also ich würde sagen, hinten ist ein kleinen Tick schlechter, vorne besser, aber insgesamt merkt man, dass hier durchaus was getan wurde. Das ist eine gute Dämmung, das passt. Und jetzt geht es nach vorne. Ja, also dadurch, dass ich mit dem Po so ein bisschen runterrutsche in den Sitz, geht das. Dadurch kommt man hier jetzt so gerade rein. Üppig ist das jetzt auch nicht, aber das geht so gerade. Ihr seht, wir haben hier ein Panoramadach, da gibt es zwei Dachhälften, vorne und hinten. Das verbreitet ein sehr schönes Flair. Und wir haben ein modernes Cockpit, was relativ funktional ist. Man muss sich natürlich in die einzelnen Systeme immer ein bisschen einarbeiten. Das ist ja im Wesentlichen klar, aber es ist hier aufgeräumt. Man kann hier gut sitzen. Ja, fast ein bisschen hoch jetzt eingestellt, aber grundsätzlich bei 1,85, 1,87 denke ich mal, ist das hier alles überhaupt gar kein Problem. In die Seitenfächer bekommen wir auch Flaschen hinein. Es gibt höhenverstellbare Gurte vorne. Gepolstert speziell, so mit Teppichboden etc. ist das jetzt nicht. Das ist ein bisschen Gummi unten drin, aber die Materialanmutung hier ist jetzt auch nicht schlecht. Also ist nicht das ganz günstige Plastik. Für das Virtual Cockpit hier im Audi gibt es auch noch verschiedene Programme, die man aber nicht über die View-Taste am Lenkrad einfach einstellen kann, sondern dafür muss man hier im Infotainment-System sich ein wenig umsehen. Ich kann das ja auch noch mal eben zeigen, was es hier an Übersichten gibt. Das ist hier so eine Wischtechnik. Das kann man sich alles anschauen. Einstellungen, das sind die Einstellungen für das System. Und hier haben wir Audi Virtual Cockpit und hier könnten wir zum Beispiel in Performance wechseln. Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich jetzt auf View klicke, würde sich das so verändern. Dann wähle ich nochmal Dynamik aus, damit man das auch mal gesehen hat. Das sehe dann so aus. Jetzt wechsle ich nochmal wieder zu Classic zurück. Hier haben wir auch so ein klassisches Menü, das heißt, wir können da oben so durchswitchen und die Menüpunkte aufrufen. Hier finden wir die ganzen Sachen mit Fahrdaten etc. Und wenn man jetzt weiterklickt, da kann man auch so durch, also links weiter, wenn links Schluss ist, dann fängt es bei rechts wieder an. Hier kann man auch den Maßstab ändern oder sich auch die Instrumente auch kleiner und größer anzeigen lassen. Was neu in Anführungsstrichen ist, wenn man jetzt zum Beispiel in die Navigation geht
und hier auf Suche, dann wird ja nicht hier oben mehr das angezeigt, sondern hier unten gibt es jetzt eine Tastatur oder ich kann hier auch Buchstaben eingeben. Und dann würde er das da oben erkennen und raussuchen. Das Ganze funktioniert mit Google Maps, soweit ich das jetzt hier gesehen habe, powered by Google. Und Alexa hat sich hier jetzt auch irgendwie mit eingeschlichen. Hier in der Mitte haben wir einen Schalthebel und jetzt schauen wir mal nach hinten. Ja, hier kann man sehr gut einsteigen. Man fällt jetzt hier so ein bisschen nach hinten zurück. Grundsätzlich hat man hier in dem Audi sehr viel Platz. Also der ist hier sehr geräumig. Und für kleinere Menschen sind die Rücklehnen auch sehr gut, habe ich gehört. Auch hier nach oben der Dachhimmel. Wir haben hier Fenstergriffe, wir haben hier Klimatisierung. Also auch hier an den Holmen finden auch noch Luftauslässe statt. Wir haben hier in der Mitte eine Armlehne und da können wir jetzt auch noch Getränkehalter so aufklappen. Hier gibt es noch mal ein Ablagefach für kleine flache Sachen. Und hier oben sehen wir auch noch mal das Panoramadach. Das ist natürlich auch gerade, wenn man hinten sitzt, sehr schön. Dadurch, dass die Sitze so ein bisschen winkelig gestellt sind, hat man natürlich auch noch mehr Platz, weil man so ein bisschen zurückgezogen wird. Größere Menschen können hier trotzdem nicht sonderlich bequem sitzen, weil man auch in der Breite so ein bisschen eingeschränkter ist. Das sollte man also dann im Individualfall mal ausprobieren. Ich denke mal mit Kindern und so wird es unproblematisch sein. Aber wenn man jetzt größer ist und im Vergleich zum Beispiel zu einer S-Klasse ist das hier natürlich nicht so richtig komfortabel und der ist natürlich auch nicht ganz so breit. Am besten ihr probiert es einfach selber mal. Und jetzt nochmal zu den Details hier hinten. In der Innenverkleidung finden hier auch Flaschen statt. Ähnlich wie vorne, das ist so ein bisschen Hartplastik. In der Mittelkonsole finden wir dann nochmal die Klimaanlage. Der hat eine 4-Zonen-Klimaanlage, das ist optional. Das kann man hier dann alles steuern, an und aus und etc. Darunter haben wir noch einen 12-Volt-Anschluss. Lüftungsdüsen, hatte ich ja gerade schon gesagt, aber hier nochmal im Bild. Hier das Panoramadach. Hier sehen wir noch den Empfangstrakt, also die Teile, die davon fertiggestellt wurden. Hier den Originalzustand der eigentlichen Blöcke, wie er jahrelang geblieben ist. Und hier können wir nochmal die exakte Länge sehen, beziehungsweise das ist ja auch nur eine Hälfte der Anlage. Das, was wir hier im Hintergrund sehen, ist in Neumukran der Fährhafen. Das war hier im Übrigen auch früher mal Sperrgebiet. Auch hier kann man gut mit dem A6 hinfahren. Der ist auf Landstraßen auch sehr schön und natürlich genauso wie auf der Autobahn ausreichend motorisiert. Wir sehen hier zum Beispiel auch das Optikpaket in Schwarz, sprich die Ringe, und auch vorne ist der Grill und das Markenzeichen in Schwarz. Hier sehen wir dann noch den LNG-Terminal und hier an der Spitze von der Hafenzufahrt noch den Leuchtturm. So sieht jetzt der Schlüssel aus. Und wenn wir da jetzt mittig zweimal drauf drücken, dann öffnet sich auch der 550 Liter große Kofferraum. Man kann jetzt hier auch ganz normal drunter stehen und sich hier reinbeugen. Das Fahrzeug hat ja auch eine Anhängerkupplung, das zeige ich gleich nochmal. Und wir können auch die Rückbänke umlegen. Hier gibt es nochmal einen Schalter, um den Kofferraum wieder zu schließen, mit oder ohne Verriegelung des kompletten Fahrzeuges. Zum Ausklappen der Anhängerkupplung betätigen wir einmal hier diese Taste, ziehen dran, dann kommt das so rausgeschwenkt, einmal einrasten lassen, wunderbar. Wenn wir den jetzt nochmal betätigen, dann wird er so und dann einfach da einmal unterklappen. Das war's. Wenn wir die Rücklehnen umklappen wollen, dann ziehen wir hier einmal so und auf der rechten Seite. Und dann haben wir hier eine relativ große Ladefläche. Das ist schon ganz beeindruckend.
Auch der Kraftaufwand, um das dann wieder aufzustellen, hält sich sehr in Grenzen. Ich finde, das ist angenehm leicht gestaltet. Das ist eigentlich ganz gut. Hier befinden wir uns im Hafen von Sassnitz. Hier kann man sich zum Beispiel solche Museumskutter anschauen. Das ist sicherlich mal ganz interessant, wenn man es noch nicht gesehen hat. Weiterhin gibt es hier auch ein U-Boot. Und ansonsten auch die Möglichkeit, diverse Ausflüge zum Kreidefelsen zu machen. Im Winter ist das Angebot nicht so groß, das muss man ganz klar sagen, aber im Sommer ist hier schon einiges los. Die Nachtfahrt. Wir befinden uns jetzt noch in der Ortschaft. Der Fernlichtassistent ist aktiviert, also sprich das Maximum und auf Auto gestellt. Wir verlassen jetzt die Ortschaft. Und wir sehen, er blendet wunderbar aus. Wir haben ja keine Hindernisse vor uns. Das bedeutet, er muss auch nichts rausrechnen. Das Matrix-LED-Licht ist ja so gestaltet, dass es Sachen herausrechnet und Schilder auch nicht überblendet. Und biegen dann auch nochmal ab. Also er leuchtet auch sehr schön in die Kurve. Auch die Ausleuchtung nach links und rechts. Ich lenke mal nach rechts. Lenke nach links. Wunderbar. Und dann möchte ich euch noch mal die Rückfahrkamera bei Dunkelheit zeigen. Lege ich meinen Rückwärtsgang ein. Das ist das Bild. Ich finde, im Vergleich zum Mercedes ist das relativ dunkel. Jetzt noch mal die Rückfahrt. Wenn ich jetzt losfahre, dann fängt er jetzt hier an, richtig auszuleuchten. Also das ist sehr schön, auch auf der Autobahn sehr breites, intensives Licht. Das passt alles. Jetzt fahren wir hier nochmal diese kleine Straße hoch und schauen mal, wie das mit der Eckausleuchtung im Fahrbetrieb aussieht. Also das ist schon sehr schön. Öffnen. Und hier sehen wir dann die Silhouette. Rückleuchten, verschließen, öffnen. Und hier an der Seite, da finden wir hier noch so ein bisschen Seitenbeleuchtung, damit man nicht in irgendwelche Pfützen treten muss. Das ist unauffällig. Das Licht kommt von den Türgriffen. Kofferraumbeleuchtung. Das ist hier soweit in Ordnung. Wir sehen, wir haben links und rechts diese Lichtleisten und zusätzlich eine Beleuchtung in der Mitte der Heckklappe, die dann so gerade nach unten strahlt. Lichtelemente, die wir jetzt hier sehen können. LED-Licht seitlich, beleuchtete Einstiege mit S-Line-Design. Die Gurte, also die Gurtschlösser sind beleuchtet. Dann haben wir die Mittelkonsole, wo wir auch noch Leuchtstreifen finden. Und sowohl so ein bisschen vorne am Armaturenbrett und auch wieder seitlich. Der Rückbank ist es ein bisschen eingeschränkter. Da haben wir an der Seite einen Leuchtstreifen und dann unten die Gurtschlösser sowie eine Mini-Einstiegsleiste. Im Ambiente-Licht oder für das Ambiente-Licht können wir verschiedene Sachen einstellen. Ich zeige das mal hier. Da hinten sehen wir die Lichtleisten, das ist Vision, Solar, Impuls, Maritim, Karibik, Audi Drive Select, also sprich, dass er sich an den Fahrprogrammen orientiert. Und dann haben wir auch noch individuell, da können wir dann die Bereiche indirekt einstellen und direkt. Und hier haben wir noch die Möglichkeit, die Farben einzustellen. Hier gibt es noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also man kann von jedem relativ viel hier festlegen. Hier haben wir die Helligkeit, wobei die ist bereits jetzt, finde ich, nicht übersteuert. Indirekte Beleuchtung, die Helligkeit. Hier haben wir wieder Farben. Das sind, ich zeige das nochmal, quasi unterhalb. Ja, das ist das Ambiente-Licht und die dazugehörigen Einstellungen. Kontur ist so ganz klassisch.
Wir haben natürlich auch noch die Außenbeleuchtung, automatisches Fahrlicht, Ein- und Ausstiegslicht, das haben wir jetzt auch alles aktiviert, Einschaltzeitpunkt, Fernlichtassistent, das ist alles an, das ist ja auch nicht sonderlich viel in diesem Auto. Fahreindruck. Wir sind jetzt gerade noch in der Ortschaft. Es gibt hier verschiedene Fahrprogramme, die aber nicht das Fahrwerk verändern. Ich habe jetzt mal den Autopiloten eingeschaltet, also er beschleunigt jetzt von alleine. Relativ zügig auch. Ich bremse jetzt mal so ein bisschen runter. 89. Jetzt kommt eine Kurve und jetzt wird das System die schon entsprechend bewertet haben. Das heißt, er reduziert jetzt. Ich reduziere jetzt auch, weil das ist mir eigentlich zu schnell. Ist heute ein bisschen nass und Laub auf der Straße. 80 mache ich mal. Die Innengeräusche hier, die sind, ich würde sagen, auf einem guten Niveau. Jetzt hat er auf 76 reduziert. Das ist die Bewertung für diese Kurve. Das Fahrwerk ist unauffällig, wenn man schneller fährt, also deutlich über 200, dann liegt er nicht ganz optimal, aber grundsätzlich ist das schon in Ordnung. Es ist eh schwierig, schneller zu fahren, auch wenn er 250 läuft. Hier haben wir jetzt 70, das hat er auch erkannt in der Verkehrsschilderkennung. Aber vom Geräuschpegel hört ihr das vielleicht schon, das ist hier soweit in Ordnung. Die Assistenten sind soweit gut. Es gibt wenige Situationen, in denen man eingreifen muss. Im Vergleich zur Mercedes S-Klasse muss ich sagen, die Systeme sind nicht ganz so präzise. Also das Licht ist nicht ganz so nah am Auto, wobei es in der Praxis also eine wirklich gute Ausleuchtung ist. Also wenn man früher auf der Autobahn schnell gefahren ist, ja, jetzt bremse ich hier nochmal ab. Wenn man früher auf der Autobahn schnell gefahren ist, ohne Matrix-LED-Licht, hat man dann halt manchmal den Fernlichtassistenten eingeschaltet. Das kann man sich jetzt getrost sparen, weil das System den Optimalwert für einen berechnet. Zu dem Fahrprogramm, die kann ich ja über einen Schalter hier unten betätigen. Drive Select heißt der und dann können wir die Motorkennlinie einstellen. Wir sind jetzt in Effizienz, das ist das, mit dem wir auch gerade schon gefahren sind, im Fahrbereich. Dann gibt es Komfort, das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Dann gibt es Auto, wo er quasi daran erkennt, wie ich ihn trete, in Anführungsstrichen, dass er dann die Fahrweise anpasst. Und dann gibt es auch noch Dynamik. Und wenn ich Dynamik nutze, dann sehen wir hier zum Beispiel S3. Ich gehe mal aus, wenn man mal so richtig Gas geben möchte, dann kann man nochmal auf Dynamik stellen, dann kann man das gut verwenden. Ansonsten ist Effizienz immer richtig. Ihr könnt wunderbar mit 160 auf der Autobahn fahren, dann hat er 2000 Umdrehungen. Also das ist schon sehr gut. Hier sehen wir jetzt nochmal die Rückfahrkamera. Es ist etwas heller. Es hat jetzt auch ein bisschen geregnet, aber ich finde, das ist jetzt im Hellen ist das schon deutlich besser oder da ist es sogar gut. Wir starten jetzt den Parkassistenten im Audi A6. Er ist jetzt an und scannt, was hier verfügbar wäre. Mal sehen, was er uns vorschlägt. Da hat er schon was gefunden. P-Taste gedrückt halten. Jetzt fährt er zurück. Ich halte die Taste die ganze Zeit gedrückt. Er fährt an dem Auto hier seitlich gut vorbei. Und fährt, ja, das geht so. Mal gucken. Jetzt fährt er wieder nach vorne. Gut. Jetzt hat er die Parkassistenz beendet. Eingeparkt sieht das dann so aus.
Von vorne sieht es so aus, also der Abstand zum Bordstein ist vorne nicht sonderlich weit, obwohl die Parklücke sehr breit ist, aber das kann er offensichtlich nicht messen. Fazit zum Audi A6 Avant 5.0 TDI Quattro. Das Fahrzeug hat uns in Bezug auf Motor- und Getriebekombination sehr gut gefallen. Wenn ihr auf der Autobahn selbst im Effizienzprogramm fahrt, ihr Gas gebt, der zieht schön durch. 620 Newtonmeter machen sich deutlich bemerkbar. Ich hatte früher schon mal gesagt, also so 500 ist die Grenze, da geht das dann schon bei größeren Autos, also man muss ja mal das Gewichtsverhältnis rechnen, zieht er sehr gut ab. Wenn man da ein bisschen mehr Gas gibt, dann schaltet er sogar noch mal einen Gang runter und dann zieht er aber auch so, dass es sehr zufriedenstellend ist. Dazu muss man sagen, dass er im 8. Gang bei 160 fährt. Das ist dann eine tolle Reisegeschwindigkeit und in Kombination mit dem Matrix LED-Licht nachts auf der Autobahn, der leuchtet einfach automatisch aus. Ihr müsst euch nicht mehr konzentrieren darauf, dass ihr irgendwie ein Fernlicht anmacht, ausmacht. Also er leuchtet immer optimal die Straße aus. Dazu ist der Audi A6 von seiner Größe her auch sehr geräumig. Und ich denke, ein optimales Familienauto. Also kleine Personen können da hinten ganz gut sitzen. Wenn man so ein bisschen größer und vielleicht ein bisschen stämmiger ist, dann wird das hinten schon so ein bisschen unbequemer. Auch vorne ist er, also man kann da gut sitzen, aber er hat ja jetzt die Sportsitze. Das würde ich mir überlegen, und wenn ich mir so ein Auto kaufen würde, würde ich auf jeden Fall eine Probefahrt nochmal mit den Komfortsitzen machen und schauen, ob mir das reicht. Es nützt ja nichts, wenn ihr euch ein Auto kauft und nachher könnt ihr nicht vernünftig drin sitzen. Dann hat mir Folgendes nicht gefallen. Manchmal geht man an den Kofferraum und da gibt es ja die Möglichkeit, so unterzukicken. Und wenn ich dann dran stehe und gerade so schön nach hinten durchgreife, also nicht immer, aber manchmal passiert das, dann fängt er an zu tuten an und macht die Heckklappe zu, während ich da drunter stehe. Und das finde ich echt scheiße. Genauso ist es mit dem Navigationssystem. Sämtliche Navigationssysteme kennen die Anfahrt da, wo ich wohne, also zu meinem Zuhause. Der Audi kennt auch die Adresse, aber er leitet in ein anderes Stadtteil, also in einen anderen Bezirk, den ich vollständig anders anfahre. Also ich komme dann gar nicht mehr zu meiner Adresse. Das Ganze ist dann Google gesponsert, aber Google selbst weiß, wo ich wohne. Es ist mir ein wenig rätselhaft. Warum man Alexa in einem Audi haben muss, das weiß ich nicht. Das mag Vorzüge haben. Ich persönlich würde es begrüßen, wenn die deutschen Autohersteller ein wenig mehr unabhängig wären. Weiterhin muss man natürlich beim Audi, das kann ich jetzt aber nicht sagen, ob das hier der Fall ist, darauf achten, dass man eine Handy, also Smart Connect Funktion hat, sprich, dass man das Handy auch nutzen kann, weil sonst ist es irgendwann so, dass euer Abo für die Verkehrssachen unter Umständen ausläuft und ihr dann das nicht mehr nutzen könnt. Da solltet ihr euch beim Kauf nochmal individuell informieren. Also ihr seht, es ist ein sehr gemischtes Bild, und wenn es jetzt um die Frage geht, solltet ihr euch den Audi A6 Avant anschauen, dann lautet die Antwort ja. Also er kostet zwar 92.000, man kann da aber mit dem Preis nochmal so variieren, und der ist ja auch schon sehr großzügig motorisiert. Wenn es um die Frage geht, ob ihr euch den ansehen sollt, ja, wenn ihr einen größeren Kombi im Oberklasse-Segment sucht, dann solltet ihr euch den A6 durchaus mal anschauen. Der hat ja auch seine Vorzüge und der vermittelt ja auch ein sportliches Design. Diese Sportlichkeit zieht sich durch das ganze Auto. Das kann natürlich, wenn man es eher bequemer macht und ruhiger, ist das vielleicht nicht unbedingt so etwas. Dann wäre vielleicht eine E-Klasse eher etwas für euch. Aber wenn man es eher so ein bisschen sportlicher mag, dann ist der A6 sicherlich ein Auto, was man sich ansehen sollte. Wir hatten jetzt gerade den S580 neulich im Test, und im Vergleich muss ich sagen, dieses Auto ist in vielen Sachen unpräziser. Das mit der Heckklappe, das mit dem Navi-Ziel, das Licht ist sehr gut, war aber bei der S-Klasse noch ein bisschen besser, aber das war auch noch HD-LED-Licht. Das ist wahrscheinlich einfach nochmal präziser. Also das hier reicht. Und das Auto ist auch gut. Das ist ein gutes Auto, ist ja auch nicht wenig Geld, aber im Detail, die Rückfahrkamera zum Beispiel, bei Nacht, wenn ich mit der E-Klasse hier auf diesem Hof wende, dann habe ich ein sehr gutes Bild. Hier habe ich auch ein Bild, hier habe ich auch tagsüber ein gutes Bild.
Aber abends, ja, finde ich das zu dunkel. Das könnte einfach heller sein. Und so sind es viele Kleinigkeiten, wo der Audi einfach einen Tick präziser sein könnte. Und das finde ich so ein bisschen schade. Da könnte man vielleicht nochmal als Hersteller nachlegen und im Detail präziser werden. Gerade in den heutigen Zeiten, wo die Automobilhersteller es relativ schwierig haben. Da sollte man sich doch bemühen, ein vernünftiges Produkt mit maximalen Eigenschaften zu bauen. Und das kann ich natürlich jetzt leicht sagen als Nicht-Ingenieur, aber das wäre meine Anregung als Tester oder auch als Kunde. Ich hoffe, dieses Video hat dich weitergebracht und wenn ja, gib uns gerne einen Daumen nach oben und gib uns auch gerne mal eine Rückmeldung, wie du dieses Format gefunden hast in Kombination mit diesem kleinen Reisevideo. War es ein wenig informativer und unterhaltsamer als sonst? Und wenn du dich für dieses Video bedanken möchtest, abonniere gerne den Kanal. In diesem Sinne hoffe ich, wir sehen uns bald wieder und bis dann. Tschüss.